Albert's locker. Wie ein Kind hier so mit einem Bötchen dran. Oh Gott, so viele bekloppte Briefe, ne? A rejection letter from the British Royal Naval College. Der wollte eigentlich zur Army. Aha. Royal Navy College Rekrutierungszentrum für Unteroffiziere landen. Sir, mit Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass wir trotz Ihrer hervorragenden Ergebnisse bei unseren Eingangsprüfungen nicht auf den Royal Navy College willkommen heißen können. Ihr Vater, Mr. Montague Dunn, hat seine Absicht zum Ausdruck gebracht, Ihnen die Leitung der königlichen botanischen Gärten in Kew Gardens anzuvertrauen. Und es erscheint selbstverständlich, dass es nicht ein ganzes Jahr, das Sie für die Marineausbildung benötigen, auf Sie verzichten wird. Wir wünschen Ihnen viel Glück für Ihre Zukunft in Kew Gardens. Hochachtungsvoll J.M. Lemachant oder so ähnlich, Leiter des Royal Navy College. Specialist articles on shipyards and ship construction. Albert Dunn has a great passion for shipbuilding and the sea. Ja, wollte ich schon die ganze Zeit rausholen, aber ging nicht. Young Albert, standing with a woman in front of London University. Ist das Miss White? So, wir haben eine neue Aufgabe. Oh Gott. Aufgabe abgeschlossen, aber wie ich sehe, haben wir noch ganz viele offene Fragen. Bruchstück einer Büste. Das können wir verwenden. Anscheinend. Okay, interessant. Die Schüsse können wir verwenden. Die göttlichen Gesellschaft im Archiv. Also das war dieser Beschwerdebrief. Archiv und dann nochmal. Zwei Sachen, die wir erfragen können. Okay, machen wir doch mal. Hier habe ich, denke ich mal, alles gesehen. Da waren, glaube ich, noch zwei Gewächshäuser oder so, die unverschlossen waren. Geschlossen waren, nicht unverschlossen, sondern nur geschlossen. Wo wir nicht rein konnten. Aha. Look, Holmes, this charming lady must be Miss White. She's entering the seed house. Ja. Ich hab's gesehen, Watson. Dann gehen wir doch mal da rein. Open. Good day to you, miss. You have some very beautiful plants here. Why, thank you, sir. And good day to you, too. But... Oh, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case? Ach, nö, überhaupt nicht. Aber wir gucken dich erstmal genauer an. Die sieht irgendwie traurig aus. Tolles Parfüm, wahrscheinlich von Albert. Oder für Albert. Hautausschlag. Aber Familie. Ja, stand auch im Brief dran. Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh yes, of course. I quite forgot about that. Interessant. Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss. After the tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. Ja, übertreib mal mit den ganzen Fragen hier. Ja. Would you happen to know why part of the colonial collection was cleared? No, I have never been there.
Do you work here? Part-time only. I am a biology student at the London University. I attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honor. How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master, a great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature? Oh yes, indeed. He was always so active and so optimistic and very nice to me. Although he could behave harshly towards his son. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it. The Divine Syndicate. Does that name mean anything to you, by any chance? Not at all. But it is a very pretty name. Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary. Thank you, miss. None of the 3 people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying. It is obvious. Ja, auf jeden Fall. Und die hat irgendwie so überheblich gesprochen, das mochte ich überhaupt nicht. This is one of the outlets of the ventilation system. Auch wir können die Person genauer angucken. Margaret Wise, Wise sag ich schon, White. Miss Margaret White sieht hinreißend und wohlhabend aus, dennoch kann man eine Reihe von braunen Punkten auf ihren Händen erkennen. Diese sind auf Pellagra zurückzuführen, eine Krankheit, die nach einer längeren Phase der Mangelernährung auftritt. Das zeigt, dass sie ihre Kindheit in sehr ärmlichen Verhältnissen verbracht hat. Die Anzeichen von Reichtum deuten jedoch auf einen radikalen Wechsel ihrer Lebensumstände hin. Also, uns fehlt noch eine Person hier. Und was haben wir noch gefunden? Lüge bezüglich Räumung. Keiner der Angestellten von Kew Gardens ist in der Lage zu erklären, warum das Kolonialhaus teilweise geräumt und gereinigt wurde. Irgendjemand sagt die Unwahrheit. Ja. Werden wir schon herausfinden. Handschuhe. These leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been used. Materials for college study. They belong to Albert. This place serves as Albert's office. A book about ships. Nothing at all to do with plants. Nö. Warte mal, wir können Fenster öffnen. This is one of the Ja, From ich weiß. here, we are unable to see the interior of the colonial collection room. Ich lasse das mal offen. Oder auch nicht. Schließt gleich eh wieder. Also hier ist nichts mehr, keine Sachen zum Angucken. Ich möchte nichts verpassen, ne? War das hier auch abgeschlossen? Ja. Nursery. Was ist das denn hier? Gar nichts. Okay, The seeds of plant species are stored here. mehr sagt er zu diesem Raum, glaube ich, nichts, ne? Ne. Oh Mann, lauf, vernünftig, danke.
Huh. Ah. I am curious if the marble that we found will fit this place. Ja. Here it is. The marble fragment that we found in the Colonial Collection Room is what they have in common. It is a bust of Montague Dunn. Sehr, sehr interessant. Mhm. These young plants must be delicate if they are kept in the nursery. Ja, das sind halt Babypflanzen, ne? Mann, lauf in die Richtung. Watson, nicht Watson. Wie heißt du? Sherlock. Mann. Ja, das ist auch ein Arbeitstisch. A glasses case. It is empty. A thesis, written by Martin Hamish. This area serves as Martin Hamish's office. Ja. Die kann auch ein Fenster öffnen. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Vielleicht wollen die das alle zusammen. Keine Ahnung. Plakat. This poster is for an exhibition that Martin Hamish was directing, but it had nothing to do with Kew Gardens. This certificate belongs to Martin Hamish. He won a horticultural competition. Die Magie oder Geisterhand. Dieses Fenster wird zugegangen. Hallo. Was geht ab? So. Ja. Ich glaube, ich habe mir jetzt alles angeguckt. Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work, for Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh, yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father, so it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room in particular? Oh, I don't know. It has always been there. It is strange, because I recovered a fragment of the bust inside the Colonial Collection Room. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my responsibility. Evidently. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Also die benehmen sich alle irgendwie komisch. So, Albert, hast du noch was zu sagen?